herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach leckere Falafeln selber machen könnt. Dazu gibt es eine Knoblauchsoße und dafür 200 Gramm Joghurt mit einer gepressten Knoblauchzehe, dem Saft einer halben Zitrone, einem Schuss Olivenöl, einer kleinen Prise Sumak und etwas Salz und Pfeffer in einer Schüssel verrühren und danach bis zum Anrichten zur Seite stellen. Für die Falafeln 2 Dosen Kichererbsen über einem Nudelsieb abgießen, gründlich abspülen und abtropfen lassen. Danach die Kichererbsen zusammen mit einer Handvoll frischer Petersilie sowie Koriander in eine Schüssel geben. Außerdem eine kleine Zwiebel sowie eine Knoblauchzehe abziehen, grob in Stücke schneiden und ebenfalls dazugeben. Und dann kommen wir zu den Gewürzen, je einen Teelöffel gemahlenen Koriander und Kumin und außerdem eine gute Prise Salz und Pfeffer. Danach einen Pürierstab hernehmen und alles für 3 bis 4 Minuten durchmixen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und eine weiche Paste entstanden ist. Als nächstes nach und nach 75 Gramm Mehl zur Kichererbsenmasse geben, das Mehl gut unterrühren und wenn das erledigt ist, sollte die Masse in etwa so aussehen und dann können wir anfangen, die Falafeln zu frittieren. Dafür 1 bis 1,5 Liter Öl in einem großen Topf oder Wok erhitzen und sobald das Öl richtig schön heiß ist, aus der Kichererbsenmasse mit Hilfe von 2 Löffeln Nocken formen, anschließend vorsichtig ins heiße Öl geben. Alternativ könnt ihr aus der Masse auch einfach kleine Bällchen formen. Und wenn euch das mit dem Frittieren nicht gefällt, könnt ihr die Falafeln auch einfach in einer Pfanne anbraten. Die Falafeln nach und nach formen und vorsichtig ins heiße Öl geben und für etwa 5 bis 6 Minuten goldbraun darin frittieren. Danach mit einer Schaumkelle aus dem Öl heben, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und dann zusammen mit dem Knoblauchdip servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.